Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das Lightfighter ISS Individual Shelter System One Person. Wir sind heute endlich mal wieder draußen und drehen für euch ab das Lightfighter ISS Individual Shelter System One Person der US Army. Wir haben euch zum Vergleich mitgebracht von Eureka das TCOP. Das ist quasi der direkte Vorgänger, eine Person, und hinten dran steht noch ein Diamond Brand US Marine Corps Zwei-Personen-Zelt. Das Lightfighter gibt es auch nochmal als Zwei-Personen-Zelt, haben wir leider nicht mit dabei, aber einfach, dass ihr auch mal einen direkten Größenvergleich der Zelte habt. Das TCOP wurde abgelöst, unter anderem auch, weil es für den einzelnen Soldaten um Gewichtsersparnis gehen sollte. Man hat hier 3 Kilo Gesamtgewicht, wenn man alles komplett zusammen hat, Packsack, Außenzelt, Innenzelt, Gestänge, Heringe, Reparaturkit, und hier sind wir bei 2 Kilo inklusive allem. Natürlich muss man dazu sagen, irgendwo muss ja auch das leichte Gewicht herkommen, und das ist der markante Unterschied zwischen den beiden Zelten, abgesehen vom Tarnmuster. Das TCOP ist ein Four-Season-Zelt, während das ISS ein Three-Season-Zelt ist. Das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht gar kein Nachteil sein, denn vielleicht will ich das Zelt ja tatsächlich nur in 3 Jahreszeiten nutzen und nicht in 4 Jahreszeiten, und habe dafür dann aber in den 3 Jahreszeiten auch ein leichteres Zelt und vor allem eben ein atmungsaktiveres Zelt. Das zeigen wir euch dann, wenn wir einmal die Überzelte oder das Außenzelt nachher mal abnehmen. Dann sieht man ganz klar den Unterschied. Plus dazu kommt, auch wenn es in Deutschland relativ schwer zu bekommen ist, für das Lightfighter ISS gibt es auch nochmal optional ein Winterkit, womit dann auch das Zelt Four-Season tauglich gemacht werden kann. Das ist tatsächlich eine coole Sache, weil dann habe ich in 3 Jahreszeiten, also dem Großteil des Jahres, ein leichtes Zelt, was atmungsaktiv ist, und habe eben dann für die letzte Jahreszeit nochmal ein Winterkit, während das alte TCOP immer gleich schwer und gleich weniger atmungsaktiv war. Zunächst einmal der direkte Vergleich in den Zahlen. Wir haben hier bei beiden Zelten eine Länge von 2,10 Meter beim Innenzelt, während das TCOP eine Breite hat von 1 Meter und das Lightfighter ein bisschen schmaler geworden ist. Da haben wir 81 Zentimeter in der Breite. Dafür haben wir hier beim Lightfighter mehr Kopfhöhe. Wir haben hier nämlich 96 Zentimeter in der Höhe, während hier nur 87 Zentimeter sind. Das ist definitiv ein Vorteil. Also lieber ein bisschen schmäler das Ganze, dafür eben ein bisschen mehr Kopffreiheit. Daraus ergibt sich dann eine Liegefläche oder eine Fläche vom Innenzelt von 2,4 Quadratmeter beim TCOP und 1,7 Quadratmeter beim Lightfighter. Den verlorenen Platz beim Innenzelt des ISS macht es wieder gut im Vorbereich, in den Apsiden. Hier haben wir hinten und vorne jeweils eine Apside mit 91 Zentimeter Länge. Das ergibt eine Gesamtquadratmeterzahl von 2 Quadratmeter, während das TCOP ein bisschen weniger hat. Hier sind wir bei 1,5 Quadratmeter in den Apsiden hinten und vorne. Das ist eine ganz coole Sache tatsächlich, denn dadurch hat man natürlich die Sachen wie Rucksack oder sonstige Ausrüstung, die nicht mit ins Innenzelt muss, kann man ohne weiteres hier dann im Vorzelt unterbringen. Beim Material haben wir auch Unterschiede, da kommt auch ein bisschen der Gewichtsunterschied her. Das TCOP ist komplett 70D Ripstop Nylon Innen- und Außenzelt, während hier beim ISS draußen ein ganz leichtes 30D Ripstop verwendet worden ist und nur das Innenzelt aus 70D Ripstop gefertigt worden ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, man kann es upgraden mit einem Winterkit. Es gibt auch noch ein weiteres Upgrade, und das ist das Hasty Hooch. Das bedeutet, ihr lasst das Innenzelt zu Hause und habt nur das Außenzelt und habt dann eine optionale Plane. Gibt es leider auch sehr selten in Deutschland, aber kann man sich zur Not auch selber bauen. Man muss ja einfach nur gucken, welche Maße das Innenzelt hat, und dann kann man da die Plane drunter bauen, und damit hat man dann die Möglichkeit, eben einfach das Rainfly zu nutzen mit dem Gestänge und dem Bodenteil. Dann hat man nochmal eine Art Tarp-Setup, nur halt eben in der Form hier eines Geodetenzelt. Genau. Ja, aber dann steigen wir doch mal ein und gucken mal, was alles dabei ist und wie das Ganze denn auch aussieht. Mit dabei ist einmal die Anleitung, Reparaturkit, Schnur. Die Schnur ist dafür da, wenn ihr noch zusätzlich ausspannen wollt. Das Zelt steht an sich mit den mitgelieferten Heringen und den Abspannpunkten am Rainfly schon sehr stabil, kann aber natürlich noch zusätzlich hier anhand von Schlaufen mit Schnüren nochmal zusätzlich abgespannt werden. Dafür sind diese Schnüre. Dann habt ihr noch eine Reparaturhülse, falls einer von den Gestängen kaputt geht. Das könnt ihr dann da einschieben, und das Ganze kommt dann hier
in dem Beutel, wo auch die Heringe drin verstaut sind. Und da habe ich dann alles nochmal separat verpackt. Und das ist tatsächlich gerade auch mit den Heringen eine gute Sache, denn wir wollen ja keinen Dreck im oder am der Zeltbahn selbst lagern. Die Heringe, ich kann mal kurz einen rausziehen, dass wir den uns mal anschauen. Das sind Aluminiumheringe im Dreiecksprofil, halten sehr gut, auch deutlich besser als die vom TCOP. Die hatten oben so einen Aluminiumkopf, der sehr leicht abgegangen ist. Und das hat man hier wirklich toll gelöst. Einfach nochmal direkt, ohne dass man Heringe austauschen muss, einen vernünftigen Hering mit dabei. Dann einmal eine Tasche fürs Gestänge und natürlich nochmal der Packsack fürs Zelt. Wir zeigen euch auch nochmal beide Zelte nebeneinander gepackt, dass ihr da auch mal einen ungefähren Größeneindruck bekommt. Ein weiterer Unterschied beim Aufbau ist die Nutzung vom Gestänge. Das zeigen wir euch auch, wenn das Rainfly unten ist. Beim TCOP braucht ihr 3-mal Gestänge, während das Lightfighter mit nur 2 Stangen auskommt. Das ist ein ganz ausgeklügeltes System, habe ich so tatsächlich auch noch nicht gesehen. Finden wir sehr cool und eben etwas weniger, was kaputt gehen kann. Das Zelt hat einen Einstieg seitlich vorne und natürlich auch hinten. Der Einstieg selbst ist hier mit einer Abdeckung, also der Reißverschluss ist mit einer Abdeckung versehen, die zusätzlich nochmal mit Klett fixiert werden kann. Da habe ich einen 2-Wege-Zipper, der von unten und von oben bedienbar ist. Und damit kann ich dann das Ganze aufmachen und dann hier auch entsprechend aufrollen, um zum Beispiel das Außenzelt hier dann auch offen zum Lüften zu fixieren. Dafür ist dann auch die Schlaufe gut. So, und dann seht ihr auch schon hier das eigentliche Innenzelt und auch den großen Bereich in den Apsiden. Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall genügend Platz, um hier auch einen Rucksack abzustellen. Die Bodenwanne ist hochgezogen, genauso wie auch beim TCOP. Das heißt, da habt ihr das 70D Nylon bestimmt nochmal 20 cm über dem Boden. Also müsst ihr euch auch über Spritzwasser keine Sorgen machen. Und dann kommt der eigentliche Innenzeltbereich. Um euch das nochmal auch direkt zu zeigen, wie das im Vergleich aussieht zum TCOP, packen wir jetzt mal beide Rainflies beiseite. Und dann seht ihr das Ganze einmal, wie es aussieht ohne Außenzelt. Hier haben wir jetzt für euch mal beide Innenzelte und das Außenzelt noch halb drauf. Einfach mal, dass ihr auch den direkten Vergleich seht. Beim TCOP wird fürs Außenzelt eine weitere Stange benötigt, die hier dann auch fest eingebaut ist und dementsprechend dann den Bogen gibt. Beim Lightfighter ist es so, wir haben nur 2 Gestänge, wie auch hier beim Innenzelt. Für das Außenzelt ist hier nochmal zusätzlich eine kleine Stange oben in der Spinne verbaut. Da ist dann auch das Außenzelt eingehängt und fixiert, während es dann beim TCOP nur mit einer Klettschlaufe nochmal am Zelt fixiert werden kann. Und jetzt seht ihr hier auch schon mal direkt den Unterschied in der Höhe. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe mit der Kopfhöhe. Hat man eindeutig mehr im Lightfighter und auch die Breite im Kopfbereich ist deutlich höher nochmal einfach, weil das ganze Zelt hier ein bisschen mehr in die Breite gezogen wird. Jetzt kommt auch nochmal ganz klar der Materialmix und die Materialänderung gegenüber dem TCOP zum Vorschein. Hier seht ihr, habt ihr an den Seiten das 70D Nylon und das Mesh oder die Mesh-Türen, die aber auch verschließbar sind, während hier das komplette Innenzelt aus Mesh gefertigt ist, bis auf die Bodenwanne, die ca. 20 cm hochgezogen worden ist. Deswegen Sommer-Setup, klar, beziehungsweise 3-Jahres-Setup und hier Winter-Setup, 4 Jahreszeiten definitiv machbar, kann man komplett zumachen, da bleibt es auch schön warm. Hier muss dann halt das Winterkit her, wenn man wirklich in den ganz kalten Bereich wechselt. Aber ich sag mal, in deutschen Wintern ist das hier auch vollkommen Four-Season nutzbar. Schnee haben wir hier. Aber gut, kommt auch an, wo ihr wohnt in Deutschland, aber Schnee ist, denke ich, nochmal ein Thema, aber ansonsten alles cool. Was hier noch als kleines Sonderfeature mit dabei ist, habt ihr gesehen, am Außenzelt und auch am Innenzelt habt ihr jeweils nochmal einen Klettstreifen. Das ist natürlich für die militärische Nutzung sinnvoll, dass man schon von außen direkt sehen kann, wem das Zelt gehört oder wer da drin liegt. Das hat man hier gar nicht, muss man wahrscheinlich für 20 Zelte aufmachen und merkt dann, dass die alle besetzt sind, bevor man sein eigenes gefunden hat, wenn da so eine Zeltstadt steht. Aber ist so ein kleines Gimmick. Ja. Das Fiberglasgestänge wird bei beiden Zelten mit Haken eingehängt. Das ist tatsächlich eine coole Sache, dass man es nicht durch irgendwelche Schlaufen durchschieben muss, wie es zum Beispiel beim Diamond Brand der Fall ist. Hänge ich einfach nur ein und damit
ist dann das Gestänge auch schon fixiert. Durch die Konstruktion sind beide Zelte selbststehend. Das heißt, wir haben jetzt gerade keine Heringe in Verwendung und können das dann, wenn das Innenzelt in sich aufgebaut ist, so platzieren oder an den Ort stellen, wo wir es brauchen. Da gibt es auch nochmal ein anderes Feature für, das zeigen wir euch dann gleich im Anschluss. Aber einfach schon mal, dass ihr das gesehen habt. Jetzt gucken wir mal ins Innenzelt rein. Einmal Reißverschluss aufmachen. Und dann gucken, ob es hier oben irgendwas zum Fixieren gibt. Kann man zumindest mal hier oben reinstecken. Und dann habe ich es beiseite und dann wäre das Zelt offen. Den Eingang habe ich beidseitig, das heißt, hier hat man definitiv die Möglichkeit gegeben, vorne und hinten auch die Apside effizient zu nutzen. Also ich kann sowohl einen aussteigen, als auch meine Ausrüstung, die ich hinten und vorne im Zelt gelagert habe, dann bedienen. Von der Länge her, ich bin 1,80 Meter. Gucken wir mal, wie ich hier liege. Das passt auf jeden Fall gut. Genau auch wie im TCOP. Für die Innenorganisation habt ihr hier auch einiges vorgesehen. Ihr habt im Himmel jeweils 2 kleine Einschubtaschen, wo ihr kleinere Gegenstände verstauen könnt. Und in jeder Zeltecke ist auch nochmal ein Einschub. Das heißt, Smartphone, Socken zum Trocknen, was auch immer ihr an kleineren Gegenständen habt, können hier super versorgt werden. Weiterhin sind hier im Zelt insgesamt 8 Schlaufen vorhanden, an die ihr dann auch nochmal ein Gearloft hängen könntet zum Beispiel. Das hatten wir im TCOP-Video gezeigt. Da gibt es von Nordisken einen Himmel, den man einhängen kann, um nochmal vollflächig die Decke nutzen zu können, um zum Beispiel Klamotten zu trocknen. Und dafür haben wir hier oben jeweils 4 Schlaufen und nochmal auf halber Höhe hier auch. Die werden dann aber eher dafür gedacht, um nochmal was hinzuhängen, zum Beispiel ein paar Handschuhe oder so. Bevor wir ans Zerlegen gehen, natürlich gibt es auch nochmal die Möglichkeit, das ist gerade dann auch in größeren Camps bei der US Army oftmals der Fall. Die haben ihre Feldbetten, um bequem schlafen zu können, eine bequeme Ein-Aussteigehöhe zu haben. Und dann wird oftmals in den Baracken einfach das Innenzelt genommen und dann auf das Feldbett gestellt. Das ISS ist nicht nur ein Zelt für draußen, sondern kann zum Beispiel auch in den großen Camps der Kasernen als Privatsphärezelt benutzt werden, nenne ich es jetzt mal. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich auf jeden Fall, wenn ihr in einer größeren Unterkunft seid, in heißen Klimas, wie zum Beispiel in Afghanistan und Co., dann kann man einfach das Innenzelt nehmen und das auf ein Feldbett stellen, hat dann einen kompletten Moskitoschutz rundherum. Oder ihr baut es auf, wie wir es jetzt hier gerade aufgebaut haben, nehmt auch noch das Rainfly für oben drüber, um dann eben einfach auch dicht machen zu können, um ein bisschen dunkel zu haben oder um sich selbst, nett zu sich selbst zu sein, formuliere ich das mal. Okay, um das Ganze zu fixieren, hat man hier an jeder Ecke nochmal eine Fastex-Schnalle, die hier am Innenzelt fixiert ist. Hier an der Schlaufe oben, da ist die schön aufgeräumt. Bei Bedarf packt man die rum und kann sie dann am Gestänge vom Feldbett befestigen. Und dadurch ist alles fix. Den Aufbau brauchen wir euch, denke ich, nicht zu zeigen. Wir zeigen euch dafür, wie man das Zelt wieder zusammenbaut. Und dann müsst ihr es einfach nur rückwärts abspielen, um den Aufbau zu haben. Außenzelt ist tatsächlich ganz simpel. Das wird einfach nur mit den Haken, die wir euch schon gezeigt haben, am Gestänge vom Innenzelt bzw. an der Fußhalterung vom Innenzelt eingehängt. Und hier oben an den beiden kürzeren Gestängeteilen oben fixiert, genauso wie auch das Innenzelt hier fixiert ist. Und genauso bauen wir jetzt auch das Innenzelt ab. Einmal die beiden Schlaufen lösen, dann unten aus dem Fuß raus, jeweils. Und dann liegt es schon. Und dann brauche ich eigentlich nur hier mir die Clips zu lösen. Also ihr seht, das geht unglaublich schnell, weil man nicht irgendwo was durchschieben muss, sondern einfach hergeht, diese Clipse löst und damit ist dann schon das Gestänge vom Innenzelt getrennt. Und jetzt muss ich nur noch hier meine Stangen zusammenfalten. Bevor wir zur Abmoderation übergehen, noch einmal kurz die 3 Zelte gepackt. In der Mitte natürlich das US Marine Corps Zweimannzelt, deutlich größer, deutlich schwerer. Zu meiner Rechten, zu eurer Linken das Eureka TCOP mit 3 Kilo Gewicht und links das Lightfighter in Multicam, auch gut am Packsack schon zu erkennen, mit 2 Kilo Gewicht. Ein kleines bisschen höher von der
Kompaktmaßigkeit, aber dafür ist der Durchmesser bzw. der Durchmesser des Beutels ein bisschen schlanker. Also passt auf jeden Fall super unter den Rucksack oder unter das Topfach. Das war unsere Vorstellung des ISS Individual Shelter System, ein One-Person von Lightfighter. Unserer Meinung nach auf jeden Fall ein sehr gelungenes Upgrade. Einziges Manko oder einziges Defizit, und das ist eine rein persönliche Meinung, keine objektive: es ist Multicam und nicht Woodland. Ich liebe einfach Woodland, aber gut, einen Tod muss man sterben, ist auf jeden Fall definitiv eine Investition wert. Gerade auch, wenn man sagt, ich will weniger Gewicht und ich will ein bisschen mehr Individualität im Aufbau, und mir reichten auch die 80 cm in der Breite, und das ist bei den meisten Isomatten ja auch tatsächlich der Fall. Ihr bekommt das ISS von Lightfighter beim Army Online Store. Der Link zu Ranger Jack ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das TCOP oder seid ihr schon als Lightfighter unterwegs? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.